Urlaub. Corona-Urlaub. Corona-Urlaub. Hallo, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden. Hier von unserem Stellplatz daheim. Es geht ein bisschen Wind, aber schönes Wetter. Wir haben, wie viel haben wir? 23 Grad. 23 Grad. Wir sitzen schön im Garten. Vorm Wohnmobil. Wir haben es hier, ich kann es ja mal zeigen. Die Chantal sitzt auch mit Hausen. Genau. Und hier vorm Wohnmobil. Ja. So. Marquise haben wir rausgefahren. Ich hatte mir was überlegt. Ist das entfleucht? Das ist entfleucht. Ja, uns geht es ja so wie allen. Wir dürfen ja leider nicht verreisen. Ist ja mittlerweile bekannt. Wir machen das wie die meisten von unseren Bekannten und Wohnmobilfreunden. Wir campen auf dem Grundstück seit vorgestern. Schlafen wir im Wohnmobil. Ne? Ja. Sitzen den ganzen Tag draußen bei dem schönen Wetter. Ich habe mal frei, meine Frau, die hat dauerfrei. Heute ist unser letzter Tag. Heute ist unser letzter Tag, weil ich muss morgen wieder arbeiten. Da haben wir mal das Wohnmobil wieder auf Vordermann gebracht. Garage aufgeräumt. Die ganzen Wintersachen raus, Wintercamping-Sachen raus. Und Sommer fertig gemacht. So. Wir werden es euch mal zeigen, wie wir die Garage aufgeräumt haben. Ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare, es geht so ein bisschen Wind, ne? Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wer von euch das auch gemacht hat, im Grundstück gecampt, wann wir wieder raus dürfen auf die Straße. Da scheiden sich ja die Geister, die einen sagen bis Ostern, die einen sagen weit nach Ostern, Ende Mai, Juni fällt der Sommerurlaub flach. Oder können wir schon eher, was meint ihr? Schreibt es ganz einfach mal in die Kommentare. Aber wir machen natürlich das Beste draus. Ne? Du hast ja Dauerurlaub. Frau muss das Geschäft zumachen. Kindergarten ist auch zu bei der Chantal. Und Papa muss arbeiten. Einer von uns muss ja Geld verdienen. Da hast du recht, einer von uns muss ja Geld verdienen. Ja, liebe Freunde, so ist das nun mal, aber dafür nutzen wir die Zeit. Ostern habe ich Dienst, da kommen wir auch nicht dazu, so es wird dann natürlich auch nicht so toll werden. Deswegen nutzen wir das gleich mal, wie wir es jetzt haben. Was war's, ne? Da machen wir hier schön, was gibt's? Tomaten. Na, das ist schon Corona-Macke. Wir sind ja nicht Corona-krank, wir haben eine Corona-Macke. Es gibt Erdbeeren. Sieht ja cool aus. Erdbeeren mit Sekt im Garten. Und da zeige ich euch gleich mal die Garage, was wir alles aufgeräumt haben. Ja, wir haben aufgeräumt, die ganzen Wintersachen, Wintercamping-Sachen sind hier raus. Es sind jetzt die Sommersachen drin, Vorzelt, Teppich sind drin, die ganzen Verpflegungsregale sind drin, Schirme und so weiter, die Spiele für den Sommer. Dann habe ich hier meine Gießkanne umgebaut. Ich habe hier an der Gießkanne zum Auffüllen einen Schlauch mal ran gemacht fürs Frischwasser, weil der Anschluss, den wir hier haben, beziehungsweise die Befüllung für Gießkannen nicht so geeignet ist. Und dann haben wir hier die Außendusche wieder reingehängt.
und alles das, was wir hier im Sommerurlaub brauchen. Chantal sitzt drin im Wohnmobil mit der Erdbeere. Das ist wirklich schön, ne? Ist entspannt, ne? Schmeckt gut, Erdbeere, wa? Ich habe schon wieder das Glas in der Hand. Genau, ich habe gut Glas. Ja, rausgetan haben wir von den Wintersachen noch einmal. Da haben wir das Aggregat drin stehen, das Stromaggregat haben wir drin für den Winter, immer wenn wir mal irgendwo stehen. Wir haben keinen Stromanschluss und Grill haben wir wieder mit reingeräumt, Wurzelteppich haben wir mit reingeräumt. Grill steht draußen. Grill steht draußen, wir haben gestern angegrillt, heute grillen wir noch einmal, an. Ja, liebe Freunde, was macht ihr so, was denkt ihr? Schreibt es ganz einfach mal in die Kommentare. Bei uns ist jetzt geplant, dass wir Pfingsten wegfahren. Also das haben wir jetzt anvisiert, mit Ausrufezeichen natürlich, ist klar. Wir schauen mal, ob wir bis dorthin wieder die ganze Ausgangssperre-Thematik hier aufgehoben bekommen, dass wir natürlich dann raus können. Sobald es natürlich wieder aufgehoben ist, sind wir mit der ersten, die wieder auf der Straße sind, ist natürlich klar, weil das Fernweh lockt natürlich. Mit dem Sommerurlaub haben wir jetzt nichts geplant, wir haben nur den Zeitraum festgelegt für den Sommerurlaub. Wir haben aber noch keinen Plan, wo es hingeht. Den hatten wir auch noch nicht vor Corona und auch nicht mit Corona. Wir schauen uns das mal an im Sommer, wo wir überhaupt hin können, ob wir ins europäische Ausland generell fahren dürfen. Natürlich ist Deutschland auch wunderschön. Es gibt viele wunderbare Ecken, die man bereisen kann, die man anschauen kann. Und Stellplätze haben wir schöne in Deutschland, genügend schöne Stellplätze. Ich werde auf jeden Fall mal den Film machen mit den Stellplätzen, was ich schon mal angekündigt habe, wie wir unsere Reisen planen bzw. nicht planen von den Stellplätzen her. Wir haben ja super Wetter, aktuell 24 Grad draußen, für alle, die es interessiert. Ich kann es noch mal zeigen. Wir haben jetzt hier im Kühlschrank 2 Grad, relativ kühl, und im Tiefkühler haben wir minus 19 Grad. Die Automatik daneben haben wir laufen auf Automatik, dass man es mal zeigen kann. Das läuft natürlich auch hier. Ich zeige es nochmal, dass man es hier sehen kann. Die Lüftungsautomatik läuft. Ja, und anhand von der Automatik sehen wir auch mal, dass selbst bei 24 Grad, obwohl die Sonne nicht drauf scheint, die Kühlautomatik relativ zügig anläuft und natürlich parallel dazu im niedrigsten Level hier den Kühlschrank runterkühlt bzw. belüftet. Die Temperaturen, wie wir es sehen, ist natürlich ideal. 2 Grad im Kühlschrank und minus 19 Grad im Tiefkühlfach. Wir hatten heute Nacht, wenn man das mal ablesen kann, minus 21. Und was natürlich nicht ideal ist, dass wir im Kühlschrank minus 1 Grad hatten. Ja, das zeigt er hier an. Die Höchsttemperatur waren 5 Grad im Kühlschrank, minus 1 im Kühlschrank, und die höchste Temperatur im Tiefkühler minus 7 und minus 21 in den letzten 24 Stunden im Tiefkühlfach. Ja, das ist ganz normal, aber bei unserem neuen Kühlschrank funktioniert das eigentlich relativ gut hier. Das schaut aus wie Campingplatz abräumen, wie Stellplatz abräumen. Wie Heimfahrt schaut es aus, Mama. Die Mama ist ganz flink hier mit dem Zusammenpacken, mit den Stühlen. Weil es wahrscheinlich kalt. Ist kalt? Nee, ist nicht kalt. Also ich bin noch kurzärmlich, es ist warm. Bei meiner Frau ist das anders, wissen wir ja, ne? Lieber erstickt als erfroren. Aber wir haben ja hier einen Außenheizer gehabt gestern. Das zeige ich mal mit kurz. Ne, das haben wir noch im Wohnmobil.
wenn wir jetzt draußen sitzen abends und es ist nicht mehr so warm oder noch nicht so warm, da wird es eingepackt. So, unsere 3 Tage Campingurlaub daheim sind zu Ende, liebe Freunde. Wir verabschieden uns mit dem nächsten Film, wahrscheinlich mit dem Stellplatzfilm, wie wir es angekündigt haben. Wir wünschen euch alle beste Gesundheit, bis zum nächsten Mal und wie immer, wir sehen uns auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin. Tschüss.